Auf ein neues. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in einer neuen Folge. GoPro hat gerade schon wieder Akkuprobleme gehabt. Wir haben heute den 18. Juli und wir bewegen uns heute endlich zur Aussaat der Zwischenfrucht. Dazu haben wir heute die erste der Testdrillmaschinen, der Direktsaat-Testdrillmaschinen. Das ist hier keine Direktsaat-Drillmaschine in dem Sinne, aber wir haben heute eine modifizierte U-Drill. Was es auf sich hat, das sehen wir gleich in der Folge. Aber bevor wir damit anfangen, ein paar Allgemeinheiten. Wir haben ungefähr heute 10 Tage, nachdem wir die Gerstenernte abgeschlossen haben. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Stroh beräumt wurde. Da war ich letzten Donnerstag bis Sonntag unterwegs. Und deswegen machen wir heute weiter, heute auf den Dienstag. Wir haben uns mit Querneland Alex verabredet. Der wird gleich noch 3 Worte zu der U-Drill verlieren. Und ansonsten warten wir nach wie vor, dass hier irgendwas reif wird. Das Beräumen des Strohs hat ein bisschen gedauert. Und ja, vielen, vielen Dank für alle, die so reichlich Zwischenfrucht gekauft haben. Ja, und zwar ist es so, dass ich selber gar keine Zwischenfrucht mehr habe. Meine Mutti war so spontan, hat gesagt, komm, ich habe hier die Tonnen, Hannes, die wir haben, die habe ich mal eingebucht. Ja, und vielen, vielen Dank, ihr habt meine Zwischenfrucht aufgekauft. Und ich habe jetzt sozusagen hier Modell ausgefegte Halle. Beziehungsweise zusammengesammelte Werke von überall, die Restsaatgut von den Sonderkulturen und. Das gucken wir uns jetzt mal heute an, wie das wird. Das ist ungefähr jetzt hier für die Testzwecke ganz interessant. Dafür reicht das absolut aus. Und ab Montag kriege ich dann Restmengen von dem ganzen anderen Kram. Guck gerade den Weizen, der hat sich auch gut die Tage gemacht eigentlich. Da geht es nächste Woche, denke ich mal, weiter im Weizen. Und ja, dann haben wir noch die Erbsen. Aber bis jetzt, ich glaube nach wie vor, die Gerste war ja ganz gut. Ich glaube nach wie vor, dass der Weizen meine schlechteste Kultur sein wird. Ja, der hat einfach so krass einen weggekriegt von der Hitze und von der Trockenheit. Also wenn der mit 6 Tonnen im Durchschnitt abschneidet, das sollte mich schwer wundern. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Die Gerste war ja doch besser als gedacht. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich auf dem Acker mit Alex. So, wie gerade schon gesagt, wir sind heute hier mit einer modifizierten U-Drill, mit einer anders ausgestatteten U-Drill unterwegs. Querneland war noch mal wieder so nett, mir Technik zur Verfügung zu stellen. Wir haben Alex heute hier und sind gerade jetzt schon mal 2 Bahnen gefahren, haben das schon mal ein bisschen eingestellt. Erklär uns doch mal kurz und knapp, was jetzt hier anders ist. Also für alle, die die U-Drill noch nicht kennen, verlinke ich euch jetzt mal das Video. Wir haben die letztes Jahr schon ausgiebig vorgestellt. Aber was hier an dieser Variante anders? Genau, also die U-Drill war ja letztes Jahr schon mal bei dir. Das grundlegende Maschinenchassis sowie die Seilschiene und die Reifenpacker sind quasi identisch mit der, die du letztes Jahr hattest, und auch der Aufbau der ganzen Maschine. Was jetzt anders ist, ist, dass wir hier keine Scheibenengsektion drin haben, so wie letztes Jahr, sondern jetzt eine sogenannte, wir nennen sie MD-Disc, Minimum Disturbance Disc. Das ist eine Scheibe, die quasi nur einen Schlitz öffnet, genau. Und in diesem Schlitz läuft nachher hinten das Säschar. Die Scheibe hat die Besonderheiten, dass sie dieses Wellenprofil hat, wie wir hier sehen. Das heißt, die dringt erstmal so senkrecht in den Boden ein, schneidet quasi den Boden so durch, damit wir schon mal die Öffnung hinten für Schar haben. Und durch diese gewellte Form befördern wir Ernterückstände sowie Stroh oder sonstiges wieder mit nach oben raus, sodass wir den Hairpinning-Effekt wenig bis gar nicht mehr haben. Sodass wir wirklich unten drin es schaffen, die Saatfurche sehr, sehr sauber zu halten. Dass das Korn da unten nicht durch Strohreste oder sonstiges, also das Saatgut nicht durch Strohreste oder sonstiges beeinträchtigt wird. Zusätzlich durch diese Wellenform erreichen wir natürlich auch noch einen gewissen Feinerdeanteil, der uns natürlich auch wieder bei der Keimung des Saatguts hilft. Das Ganze ist so ab 8 km/h ausgelegt, also man sollte schon schneller als 8 km/h fahren, damit die Scheibe halt wirklich schön anfängt zu arbeiten und die Arbeit macht, die sie machen soll. Und diese Scheibe haben wir halt im Zuge in die Maschine integriert. Die Scheibe kommt quasi von Great Plains und ist da schon sehr, sehr weit verbreitet im Einsatz. Und so haben wir sie quasi auch jetzt bei Querneland integriert, um halt eine U-Drill anbieten zu können, mit der ich jetzt, so wie bei dir, unter gewissen Bedingungen auch Direktsaat machen kann, aber mit der ich auf jeden Fall eine minimale Bodenbearbeitung machen kann. Also ich kann hiermit ja auch schon mal in vorgearbeitetes Land, also in eine Mulchsaat reinfahren, in Scheinsaatbett reinfahren, weil ich ja hiermit wirklich kaum noch Erdbewegung nachher mache, sondern ich schlitze es wirklich nur noch sauber ein. Aber ich halt quasi die Vorteile von Feinerde und dass ich das Hairpinning unterdrücke halt trotzdem habe. Ich glaube, ist auch ein Vorteil
bei extrem harten, klumpigen Boden, wenn ich jetzt zum Beispiel flüge und habe extrem trockene, harte Klumpen, kann ich, glaube ich, vielleicht im Saatschlitz hier mehr Feinerde erzeugen, wie mit herkömmlichen, intensiver Bearbeitung, oder? Genau, also das geht auch. Sie ist halt dafür ausgelegt, dass wir halt wirklich minimal in den Boden also minimal invasiv in den Boden eingreifen. Damit wir halt die Direktsaat und bei verschiedenen Bodenbedingungen ermöglichen können, aber halt nicht unter allen. Also wenn ich einen besonders schweren Boden habe, wird sie in einer Direktsaat wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren. Das ist aber halt auch immer von vielen Faktoren abhängig, wie Bodengare oder sonstiges. Du machst jetzt schon 1-2 Jahre Direktsaat bzw. minimale Bodenbearbeitung. Das merkt man natürlich dann auch gerade bei solchen Systemen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, alle, die sich vielleicht über eine neue Drillmaschine Gedanken machen, wie kann ich das zu einem herkömmlichen System umrüsten? Wie lange dauert das? Ist das kombinierbar? Also ab Werk quasi ein Schnellwechselsystem, was du jetzt erfragst, das gibt es nicht. Aber wir haben jetzt zum Beispiel aber schon 1-2 Kunden, die haben quasi die U-Drill, so wie du sie letztes Jahr hattest, mit Scheibenegge gekauft und haben sich quasi diese Elemente, also diese kompletten Balken mit den Scheibensektionen zusätzlich gekauft und bauen das jetzt um. Das dauert, das sind quasi hier diese großen Schrauben, die wir da jetzt sehen am Hauptrahmen. Die können wir quasi nachher rausnehmen, da und da hinten, so wie hier. Und dann fällt die Welle quasi nach unten weg und dann kann ich die andere reinhängen. Das ist klar nicht mal eben gemacht, aber es geht. Mhm. Das heißt, für Betriebe, die sich sagen, ach Mensch, ja, Direktsaat nach der Ernte ist was, aber ansonsten die Hauptkulturen im herkömmlichen Verfahren ist vielleicht die Variante gar nicht so schlecht. Ja? Genau, also da muss man natürlich immer auch einmal Rücksprache mit uns halten, beziehungsweise mit dem Händler, inwieweit, was da geplant ist, was da gewollt ist. Und dann können wir sagen, ob das im Rahmen des Möglichen ist oder halt nicht. Genau, wir gucken uns das mal hinten an. Also tatsächlich, wenn das hier so ein bisschen überrollt ist, sieht man gar nicht mehr so viel. Ja, und hier dann nachher beim Sehen sieht man dann aber doch wieder einiges. Also das heißt, hier im Schlitz ist doch ein bisschen Stroh beräumt. Wir haben jetzt auch gerade schon mal ein bisschen gebuddelt und die Zwischenfrucht gefunden. Ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber wir haben hier an sich weniger Stroh drin. Es ist Stroh drin, aber es ist auch in Kontakt mit Erde. Also es ist auch vermischt. Ne? Also die Gefahr ist für alle, die sich da nicht auskennen, ist halt, wenn wir mit dem Scheibenschar hier raufdrücken, drücken wir, wie ihr da seht, auch das Stroh mit rein. Ja? Das heißt, man hat hier am Ende so eine Rinne. So wird das denn aussehen und dann haben wir im Prinzip das Stroh da, aber kein Kontakt mit der Erde. Das heißt, das Saatkorn wird relativ schlecht dort keimen können, wenn nicht ergiebig viel Regen kommt. Und hier wollen wir trotzdem irgendwie das hier beräumen, dass wir hier so eine saubere Furche haben. Da legen wir das letztendlich rein. Bisschen Stroh hat man immer, ja, so wie hier. Das liegt halt aber alles sehr oberflächlich drauf. Und mit guter Einstellung müsste das dann letztendlich hier auch richtig gut drinnen liegen. Und der Feldaufgang wird es nachher am Ende zeigen, wie gut das läuft. Also hier ist gerade eine Spur, wo das Strohschwatt am Ende lag. Oder lag das hier? Wir haben auf jeden Fall eben schon geguckt gehabt. Ne, ich glaube, da, wo wir eben waren, lag das Strohschwatt. Hier sieht man nochmal, hier lag das Strohschwatt. Das heißt, hier ist dann noch ein bisschen mehr Stroh. Hier ist natürlich beräumt. Da ist relativ einfach. Hier habe ich mit meiner Tigerdrill auch eigentlich eine ganz gute Aussaat geschafft. Aber man sieht, es ist schon doch ein bisschen wellig. Der Boden war vielleicht ein bisschen weicher jetzt übers Frühjahr, jetzt übers ganze Jahr. Aber hier sieht es erstmal ganz gut aus. Der Feldaufgang wird es entscheiden. Genau, also du hast ja eben schon gesagt, wichtig ist, dass halt die großen Stängel, dass die auf jeden Fall oben sind. Und wenn wir hier unten reingehen, gut, jetzt ist hier auch das Beräumte, aber hier sehen wir, ist quasi fast gar nichts mehr da. Ne? Also dieses System arbeitet natürlich auch im Idealfall direkt nach dem Drescher. Heißt, am besten ist der Drescher noch da hinten und fährt und ich drille direkt dann schon meine Zwischenfrucht rein, weil ich dann noch direkt feuchten Boden habe. Ich habe noch die besten Bedingungen, das Material, welches ich aufbringe, die Biomasse, die kann ich noch gut mit verarbeiten und dann läuft auch meine Zwischenfrucht ja zeitgleich mit meinem Ausfallgetreide auf. Wir haben natürlich das Glück, dass es jetzt die letzten Tage, ich glaube, es hat einmal 6 mm Regen gegeben und da ist auch noch ein bisschen was von in der Erde, wie man hier sieht. Also es ist tatsächlich noch feucht und deswegen bin ich da guter Dinge, dass die Zwischenfrucht hochkommen wird und bei dem Wetter dauert es ja nur eine Woche und dann sehen wir nächste Woche Ergebnisse und dann können wir tatsächlich mit den Spaten das Ganze mal ausgraben und gucken, wie tief war denn da letztendlich die Ablage. Aber ansonsten fahren wir mal los, dann machen wir ein paar Drohnenaufnahmen und dann sehen wir mal weiter. Also wir fahren jetzt hier ein paar Bahnen und gerade mal im Saattank reingeguckt, da ist noch reichlich drin und da müssen wir vielleicht noch wieder ein bisschen was rausholen. Alex hat das da reingemacht und er meint, der Big Bag ist einfach so reingerutscht. Ich habe gesagt, machen wir nicht alles rein. Ich habe für euch mal jetzt gerade mal den Dieselverbrauch hier angeguckt, also aktuell 4,4 Liter durchschnittlich da, 4,5 ist aktuelle Leistung.
Also das ist schon sehr, sehr leichtzügig hier, das Gespann. Wir fahren diese, wie hat er, MD-Disc, glaube ich, hat er gesagt, ne? MD-Disc, wir fahren ungefähr, ich sag mal, die sind 5-6 cm in der Erde, 2-3 cm unter dem, wo wir die Saat jetzt ablegen. Und für den ersten Eindruck muss man sagen, für eine normale Drillmaschine macht das Ding einen ganz guten Job. Also deutlich besser definitiv als meine Tiger Drill. Also da sind wir relativ schnell an den Grenzen, muss man überhaupt sagen, mit Aussaat von Zwischenfrucht in Direktsaat, was da überhaupt geht. Und bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich bin auch total gespannt auf den Feldaufgang. Auch hier vorne, hier oben habe ich den Sandhügel so ein bisschen weggehäckselt. Da haben wir halt sozusagen hier mit Strohverteilung. Hier haben wir dann immer mal wieder auch, wo das Stroh aus den Schwaden ein bisschen tiefer rausfällt oder ein bisschen feiner rausfällt. Wird da auch ganz interessant und ganz spannend. Ja? Ich drill jetzt hier noch ein paar Bahnen und morgen kommt hier neben eine Horsch Avatar. Also in der nächsten Folge haben wir hier eine Horsch Avatar. Und da sehen wir dann schon mal den direkten Vergleich zu einer richtigen Direktsaat-Drillmaschine. Da erwarte ich natürlich, wenn wir da morgen drillen, dass unter jedem Strohschwatt, bei jeder kleinen Kuppe überall vernünftig die Saatkorn da ist. Also das erwarte ich einfach von der Direktsaat-Drillmaschine. Hier ist natürlich die Frage, inwieweit kann ich, sagen wir mal, eine normale Drillmaschine schon so weit modifizieren für einen Umstellungsbetrieb oder sowas, oder jemand, der sich Gedanken macht, vielleicht schon mit einer Zwischenfrucht anzufangen in Direktsaat, schon so weit das Ganze zu verändern, dass man sagen kann, jo, das funktioniert ganz gut hier mit dieser Variante. Deswegen freue ich mich hier auch auf die nächste AKF, die wir hier aufnehmen dürfen, und gucken uns dementsprechend dann an, wie das Ganze aussieht. Hier mein Grünland. Ich denke mal, da machen wir demnächst jetzt auch noch mal wieder einen Schnitt. Ich denke mal, wenn wir alles abgedroschen haben, dann geht es da weiter. So, und hier haben wir zum Beispiel da, wo das Strohschwatt lag. Und das ist natürlich dann interessant, wie gut das da liegt. Also ich erwarte das nicht, dass es da Picobello und zum Feldaufgang kommt. Wir waren ja hier schon mal vor 2 Jahren mit der Amazone Primera. Das war eigentlich hinsichtlich des Feldaufgangs total geil. Auch da, wo das Stroh lag, weil man hat ja halt Schare, die räumen. Ja, man hat hier keine Schneidscheiben, also man hat kein Scheibenschar, sondern so ein Schleppschar, was halt dafür sorgt, dass die Rinne frei ist. Und dann hast du da halt kein Hairpinning. Hairpinning heißt im Prinzip, dass man Stroh in dieser Saatrinne hat und dass die Erde dann nicht sehr gut mit dem Samen in Kontakt kommt. War ganz nice. Was mich an der Primera so ein bisschen gestört hat auf meinen Standort, die kämmt wirklich jeden Stein raus. Wirklich jeden Stein raus. Und da ist es auch so, die hatte die hat nur eine mechanische Steinsicherung mittels Scherbolzen. Das heißt, da bricht dann auch mal ein Scherbolzen. Und wenn man dann nicht regelmäßig aufpasst, dann läuft da halt auch eine Saatreihe oben drauf. So. Aber ansonsten war die Primera auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also bin gespannt. Ich habe ja dann nun fast alle hier gehabt am Ende dieses Sommers. Ja, bin dann auch wirklich gespannt, wie hier der Feldaufgang sein wird. Also jetzt nach dem Drillen sieht es ganz gut aus, ja. Na klar, irgendwie sieht es ein bisschen welliger aus. Vielleicht sieht man Mühe mehr Erde. Aber das ist wirklich marginal. Und auch da, wo jetzt zum Beispiel so ein bisschen Lagernest war, sieht man wirklich auch, wie diese langen Halme damit mal hochfliegen und zerschnitten werden. Und wie gesagt, da gucken wir uns bei der AKF wie immer das Ganze mal an und gucken, inwieweit da die Saatgutablage vernünftig ist. Gut, soweit erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, jetzt passiert auch nichts mehr hier, außer ein paar Bahnen abzufahren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann sehen wir mal die Horsch Avatar. Da bin ich echt gespannt, muss ich ehrlich sagen. Bin ich echt gespannt. Das hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis wir die vor die Kamera bekommen haben. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.